Servus und herzlich willkommen. In dem heutigen Video geht es um DLSS, und zwar tweaken wir heute ein bisschen unser DLSS, sodass wir quasi noch ein bisschen mehr rausholen aus dem Ganzen. Ich verrate den Trick, wie du das Qualitätsprofil Qualität genauso gut hinbekommst wie DLAA. Was ist denn der Unterschied eigentlich? DLAA rendert auf 100% deiner Auflösung. Sprich, wenn wir das jetzt in unserem Beispiel so wie da sehen, laufe ich auf 2K auf 2560 x 1440 und er rendert es auch auf 2560 x 1440. Sieht man da oben, man sieht es auch da unten. Wenn wir DLSS nutzen, zum Beispiel im Modus Qualität, dann rendert er auf 67% runter, arbeitet dann am Bild und skaliert es mit KI wieder hoch. Genau. Ich bin jetzt im Modus DLAA, sprich 100% Auflösung. Ich ändere das jetzt mal. Oder merken wir uns mal ganz kurz, wo wir von der Performance sind. Dazu müssen wir uns aber nicht nur die FPS ansehen, die sich hier zwischen 120 und 122 einspielen, sondern auch auf den Main Thread, auf die Millisekunden und auf die GPU. Weil was passiert jetzt, wenn ich das Preset runtersetze auf Qualität? Natürlich rendert er weniger, er hat weniger Last auf der GPU. Das heißt, wenn du nicht unbedingt die stärkste GPU hast, kannst du damit auf jeden Fall schon mal ein bisschen Performance rausholen. Das wäre dann hier von DLAA nicht auf automatisch, sondern auf Qualität. Wir sehen dann nicht allzu viel Unterschied in meinem Fall, aber das liegt einfach daran, dass mit dem SIM Update 2 die Performance schon relativ in Ordnung ist und ich habe auch eine relativ gute Hardware da stehen, also einen 7950X3D und eine 4090 von Nvidia. Sprich, was sehen wir? Ein bisschen weniger Last auf der GPU und relativ stabil gleich geblieben am Main Thread. Und die FPS sind gleich geblieben. In meinem Fall jetzt, muss man wirklich dazu sagen. Wir werden jetzt auch nicht so den krassen Sprung sehen, wenn ich da jetzt auf Ultra Performance gehe. Was dann bedeutet, er rendert nur noch auf, ich glaube, 30 oder 33% seiner Auflösung. Man sieht auch ganz krass, dass das Bild wirklich keine gute Qualität mehr hat. Viel FPS holt das Ding nicht mehr raus, weil ich bin ja momentan im grünen Bereich, das ist ja das. Wäre ich rot, hätte man da jetzt schon einen spürbaren Effekt. In dem Fall, was sieht man? Auf der GPU sind jetzt nur noch 7 Millisekunden vergehen als Last. Wir waren vorhin bei 10, wo wir quasi unsere 100%ige Auflösung gerendert haben. Man sieht hier auch ganz unten, dass wir auf 853 x 480 sind. Und erst mit KI wieder hoch skaliert auf 2560 x 1440. Wenn dein PC nicht so gut benannt ist wie meiner und DLAA läuft bei dir gar nicht und du bist hier quasi schon auf Qualität unterwegs oder du läufst auf DLAA und hast immer noch den Eindruck, es könnte ein bisschen schärfer sein, weil TAA ist dann das absolut scharfe Anti-Aliasing, das sieht man dann vor allem in diesen ganzen Displays, die habe ich jetzt natürlich nicht an. Drehen wir die mal ganz kurz auf, wir da was sehen. Und da merkt man dann vor allem, okay, da könnte noch ein bisschen was gehen. Jetzt in TAA ist das absolut scharf. Schärfer wird es nicht mehr. Aber es kann auch sein, dass die Performance bei dir nicht mehr passt, dass dir dein PC das nicht gönnt. Ich selber mag TAA nicht, weil es auf die Entfernung immer so lustige Effekte erzeugt. Also ich hoffe, man sieht das im Video, aber es ist am Standbild ist es quasi für mich schon instabil. Deswegen bin ich ein sehr großer Freund von DLSS im Modus DLAA, sprich 100% Auflösung. Genau, wenn wir uns das jetzt anschauen, da zuckt nichts, da ist alles scharf, auch beim Bewegen, da zuckt nichts, alles ist scharf, aber man hat halt minimal ein bisschen Einbußen hier jetzt beim Cockpit. Dann immer die Frage, was ist einem wichtiger? Die Gesamtoptik oder wenn du 90% deiner Zeit im Cockpit verbringst, das Cockpit. Musst du entscheiden. Wenn du quasi trotzdem immer noch ein bisschen mehr haben möchtest, dann zeige ich dir jetzt einen Trick. Und zwar kannst du die Auflösung intern von DLSS so umstellen, dass auch Qualität mit 100% Auflösung arbeitet. Oder DLAA dann zum Beispiel mit mehr. Weil wenn du dich erinnerst, bei TAA kann man eine Renderauflösung setzen. Kann man höher drehen. Dann rendert er höher als meine eigentliche Auflösung ist.
Das eliminiert dann diese beweglichen Effekte, die wir da gerade gesehen haben, aber es kostet Last, weil wir natürlich noch mehr rendern, als wir eigentlich müssen. Deswegen ist der Ansatz DLSS mit DLAA eigentlich ein guter. Folglich, was ist jetzt unser Ziel? Wir wollen die interne Auflösung so weit ändern, dass das DLAA auf einer höheren Auflösung arbeitet und dann mit KI das Bild wieder hoch skaliert. Genau. Dazu gehen wir auf jeden Fall mal raus ins Hauptmenü. Dann fällt mir ja gleich direkt ein, dass wir hier noch das Preset E geladen haben. Das heißt, wir bewegen uns erstmal dann, nachdem wir den Sim geschlossen haben, in das Nvidia App und setzen hier mal die richtigen Einstellungen unter Grafik, Programmeinstellungen, Microsoft Flight Simulator. Wir scrollen ganz runter, gehen auf DLSS überschreiben, setzen hier auf Neueste. Wenn dir das ein bisschen zu schnell gegangen ist, es gibt ein anderes Video, wo ich das DLSS ein bisschen ausführlicher erkläre. Das kann ich dir nur herzlich empfehlen anzuschauen. Ich verlinke dir das. Hier an der Stelle machen wir da weiter. Also wir haben Neueste gesetzt, schließen das Ganze und jetzt müssen wir natürlich, um die interne Auflösung zu ändern, in das userconfig.op gehen. Genau, das Ganze liegt unter, je nachdem wie du das installiert hast, auf jeden Fall in Updater, unter Roaming, Microsoft Flight Simulator 2024 und dort liegt deine userconfig.opt, wenn es eine Steam-Installation ist. Wenn es eine Microsoft Store-Version Installation ist, dann ist der Pfad womöglich etwas anders. Wird aber trotzdem in Updater sein. Genau, und dann ist hier wichtig, haben wir hier Primary Scaling 1.0000 und Secondary Scaling 1.0000. Genau, und jetzt müssen wir uns quasi einfach nur vorstellen, wir erhöhen das ganze Secondary Scaling, ist fürs DLSS. Primary Scaling ist quasi deine Anzeige. Erhöhen wir jetzt auf 1,5. Sprich, wir erzwingen die Auflösung einfach mal um 1,5-fach mehr zu sein. Was passiert? Wir arbeiten hier mit unseren 2K. Intern für DLSS rechnet er aber hoch auf 1,5-fache Auflösung und arbeitet auf diesem hier. Das heißt, mit dem Qualitätspreset Qualität von DLSS, also nicht DLAA, sondern Qualität, erreichen wir dann quasi fast dasselbe Ergebnis wie mit DLAA, nur dass wir einfach viel mehr Auflösung reinschicken. DLSS werkt hier drüber, macht sein Sharpening und gibt uns dann sein Ergebnis. Und bei DLAA wäre eben kein Downscaling, kein Upscaling, das heißt, wir hätten keinen Benefit davon. Jetzt momentan arbeiten wir auf unserer Auflösung, skalieren sie intern hoch, DLSS werkt auf dem etwas schärferen Bild und gibt uns dann quasi wieder in unserer Auflösung das Bild zurück. Kostet ein bisschen Performance, aber zahlt sich aus. Das heißt, das haben wir jetzt gespeichert, dann starte ich den Sim wieder. So, wir sind jetzt im Flugsimulator drin, der DLSS-Indikator ist immer noch an, wir sehen auch schon, der hat sich quasi ein bisschen verkleinert, weil wir natürlich unsere Auflösung gerade ein wenig erhöht haben. Genau, schauen wir uns mal die Einstellungen an. Und dann sehen wir, wir sind noch auf DLAA. Wir wollen natürlich den Debug-Modus haben mit den FPS, wo wir auch schon sehen, okay, unsere Auflösung ist im Post und im Render 4K. 3840 x 62, obwohl unser Screen ja nur 2560 x 440 ist. Also 1440. Ja, ich stelle da jetzt mal um auf Qualität. Dann sehen wir da jetzt eigentlich wieder, okay, wir haben ein Screen von 2560 x 1440. Post-Rendering passiert mit der großen Auflösung, was wir ja mal 1,5 gesetzt haben. Und die Renderauflösung ist wegen dem Preset Qualität jetzt wieder auf 67% runter, sprich auf unserer Originalauflösung. Genau, mit dem Trick spawnen wir jetzt quasi mal am Flughafen Wien wieder. Am Gate F21 und drücken mal Laden. Jetzt kann man ja auch sagen, seit dem Sim Update 2 ist dieses Jetzt-Fliegen auch ein zuverlässiges Spawnen. Bis vor kurzem war das ja ein Glücksspiel, ob man dann wirklich spawnt oder ob es bei der Übersicht bleibt.
Dann drücke ich bereit zum Fliegen. Wir stellen uns wieder in die Engine rein und haben 138 FPS. Sind ein paar mehr, als wir vorhin hatten. Vorhin waren wir bei guten 125. Und wir haben auf jeden Fall jetzt eine bessere Qualität. Es ist noch einmal ein Ticken schärfer geworden. Wenn wir uns das jetzt auch noch auf die Entfernung anschauen, kann man wirklich alles super gut erkennen. Performance ist top. Machen wir die Bildschirme mal an. Also starten wir das Flugzeug, machen die Batterie an, die ADIS und Crew Supply, Nav, Logo und Emergency Lights. Das muss reichen. Wir sehen auch da schon am Display, das geht in Richtung TAA. Also wirklich fast wie, als hätten wir null Qualitätsverlust. Und erinnere dich, wir sind gerade hier im DLSS-Modus. Wir haben 2K Auflösung, Host ist mit 4K und gerendert wird dann wieder mit 2K. Was man auf jeden Fall sieht ist, auf der GPU ist jetzt ein bisschen mehr los. Also wir waren vorhin bei den 10 Millisekunden, jetzt sind wir bei guten 11. So, und dann schauen wir uns mal hier an, scrollen da mal ein bisschen durch. Absolut kein Ghosting, null, wirklich kein Ghosting, alles top scharf. Und hier muss ich sagen, ist auch diese Anzeige etwas besser geworden. Dann bräuchten wir ja jetzt den direkten Vergleich. Bei dem direkten Vergleich sieht man, es ist ein bisschen mehr Last am Mainthread und auf der GPU. Klar, ist ja auch eine höhere Auflösung da. Aber mit dem Benefit, dass wir auf jeden Fall noch einmal einen Ticken mehr Schärfe haben. Und die Qualität steigern konnten. Bildqualität. Und wenn dein System das packt, kannst du damit auch sehr gut arbeiten. Wenn du jetzt natürlich auch noch hergehst, und das ist jetzt brutal, wir werden das probieren, und auf DLA stellen, dann rendern wir ja eigentlich auf 4K, obwohl ich ja eigentlich nur einen 2K Monitor habe. Da merkt man dann schon, okay, ja, das geht ein bisschen mehr in die Performance. Auf der GPU ist jetzt wesentlich mehr los. In Gelb. Immer noch akzeptabel. Aber kein Zugewinn mehr an Bildqualität. Zumindest ist nicht das, was ich wahrnehmen kann, weil mein Monitor ja nur 2K darstellen kann. Wenn du in 4K aufnehmen willst, kannst du damit wunderbar in 4K aufnehmen. Ja, ich gehe da jetzt wieder auf Qualität zurück. Und das ist eigentlich eine gute Kombi, die mir ganz gut gefällt. Wo ich sage, okay, ich arbeite mit 100% meiner Auflösung, kriege dem DLSS 1,5-fache Auflösung rein, damit die KI ein bisschen weniger dann upscalen muss. Und dann bekomme ich quasi wieder 2K zurück gerendert. Gefällt mir. Was sagst du dazu? Wie ist deine Meinung? Kennst du diesen Trick? Hast du das selber schon im Einsatz? Hast du das probiert? Wie sind deine Erfahrungen damit? Schreib es mir gerne in die Kommentare, ich bin sehr neugierig. Wir können uns natürlich verglichen damit auch noch TAA anschauen. Können wir ja auch beliebig rüber switchen. Gehen wir auf TAA. Dann schauen wir an, was wir da finden. Es ist
kaum schärfer. Vielleicht hier im Cockpit eine Spur, aber dafür wieder außen nicht. Und außen haben wir dann auch wieder die schönen Effekte, die man halt einfach hat mit diesem Anti-Aliasing. Wenn da jetzt wieder zurückgeht auf DLSS mit Qualität, schaut das ganz ordentlich aus. Und was halt natürlich jetzt nicht geht, ist auf die Ursprungsversion von DLAA mit 100. Da müssen wir natürlich jetzt wieder den SIM schließen, unser User-File öffnen und das zurücksetzen auf 1. Also auf 1,0000. Dann ist der nächste SIM-Start wieder so, wie er vorher war. Aber vielleicht hilft hier genau dieser Trick, um noch ein bisschen mehr Performance rauszuholen oder mehr Schärfe zu bekommen und weniger Ghosting. In diesem Sinne, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Es war meine Ehre. Wenn du den Kanal unterstützen willst, dann gib mir gerne einen Daumen hoch, schreib mir was Liebes in die Kommentare. Am besten deine Erfahrungen mit DLSS oder wie du das nutzt. Vielleicht kenne ich irgendwas Cooles noch nicht und du klärst mich auf. Es würde mich extrem freuen. Ich lerne immer gern Neues dazu. Also, stay tuned. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao, baba. Gerne mit diesem Video oder dieser Playlist weiterschauen.